Der wahrscheinlich kleinste Rettungsdienst der Welt ist ein Allradfahrzeug. Ich guck mal gerade, er nickt, ja. Joe steht neben mir. Straßenzulassung als M1 Rettungsfahrzeug. Die Fahrzeugklasse M1, Joe, was ist das? M1 ist ein ganz normales Auto, also er hat die Zulassung als Rettungswagen, so wie man es eben auch vom Rettungsdienst raus kennt. So, ist alles drin, was ein Rettungswagen ausmacht? Relativ ja, es ist ein kleiner Mix aus einem KTW und einem RTW. Das ist also 230 Volt Einspeisung, Autonomie ist auch drin, Batterien sind hier eingebaut? Es sind 2 Batterien eingebaut, wie man es vom RTW raus kennt, damit ich auch, wenn irgendwas ist, nochmal über die Zusatzbatterie dann versorgen kann. So, Radstand, Bodenfreiheit ist wahrscheinlich hochgradig geländegängig, oder? Ja, relativ. Wir haben ca. 30 cm Bodenfreiheit und das sollte für das Gröbste reichen. Die Reichweite, was haben wir hier? Können wir so nicht sagen, weil der eigentlich auf Betriebsstunden ausgelegt ist. Wir haben 25 Liter drin und das sollte für einen ganz großen Einsatz super reichen. So, der ist so schmal, dass man hier an Stellen hinkommt, wo kein anderes Fahrzeug hinkommt. Also er ist schmal, er ist tief, unglaublich. Was ist das für ein Einsatz meistens? Also meistens sind es Großveranstaltungen, wo man mit dem Rettungswagen nicht mehr reinfahren kann, wo es begrenzt ist auf, also wir haben eine Durchfahrtsbreite von ungefähr 1,60 Meter. Das ist ja gemacht worden wegen diesen ganzen Anschlägen, damit da die Autos nicht reinfahren können oder die LKWs und da die Personen verletzen. Ach so, ihr könnt schnell rein, raus, ohne dass irgendwelche Betonblöcke versetzt werden müssen. Genau, das war eines der Punkte, dass wir gesagt haben, man muss so ein Fahrzeug auf die Straße bringen. Den selbst gebaut? Oder? Ja. Echt? Ja. Also das ist nicht ein Zukauf von einem Fahrgestell oder irgendwas, oder? Also das Grundfahrgestell wird zugekauft, ja, aber der komplette Aufbau und alles ist von uns und wir sind auch Automobilhersteller. Also sind kein normaler Ausbau, sondern wir sind ein Automobilhersteller, so wie man es halt von, keine Ahnung, BMW, Mercedes oder sonst was kennt. Wie ist die Resonanz jetzt hier? Du bist ja hier im Außengelände, Leute sehen das hier. Ja, also wir waren mal letztes Jahr mal kurz schon irgendwo in der Gegend und man merkt, es wird mehr und es wird auch gefordert, dass man was Legales hat und nicht mit irgendwelchen Umbauten unterwegs ist, die nicht erlaubt sind. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Der Motor, was ist hier für ein Motor drin? Da ist ein Dieselmotor verbaut, hat knapp 30 PS und ist eigentlich komplett ausreichend für das Fahrzeug und die Situation, die das damit bewältigen soll. Oh, ich habe ein Allrad. Ja, Allrad, du hast eine Differentialsperre und dementsprechend kannst du eigentlich überall rein und raus, wo du möchtest. Ist hier vorne, hinten, Mitte Differentialsperre? Hinten. Der sperrt alle 4. Alle 4? Ja. Der stiebt, wenn du... Das heißt, du kannst nicht mehr lenken, oder? Ja, genau. Okay, verstehe. Ja, aber das ist ja dann wichtig. Wenn du hier mit dem Allrad irgendwo stecken bleibst, wo es nötig ist, machst du die rein, dann zieht er dich raus. Ja, genau. Machst Differential rein und dann schiebt er durch. Und was wiegt der? So wie er jetzt hier steht, haben wir 970 Kilo in etwa. Echt? Ja. Das ist ja gar nichts. Nein. Und zulässiges Gesamtgewicht ist 1380 Kilo. So, ihr habt eine Standheizung mit drin, ihr habt natürlich das Blaulicht mit drin. Ich komme weder von Polizei noch Rettungsdienst noch Feuerwehr, deswegen versuche ich das Leuten zu erklären, dass da oben drauf die Signalleuchte, was ist der Haupteinsatz? Ist das hier jetzt ein Rettungswagen? Aber man kann sich ja vieles vorstellen, oder? Ja, also er ist gedacht für den Katastrophenschutz. Da gibt es dann auch ein Wechselteil, dass man quasi nicht nur die verletzten Personen rausholt, sondern dass man auch Equipment verlasten kann. Es ist der Einsatzpunkt auch für innerbetrieblichen Krankentransport und eben Großveranstaltungen. Und das sind eigentlich so die Hauptmerkmale für das Fahrzeug. Ja, es kommt ja vieles aus China, muss man sagen, neue Antriebskonzepte und allem drum und dran. Aber das hier habt ihr komplett quasi selbst gebaut. Ja. Das Fahrzeug selber, habt ihr das mal getestet im Gelände? Ja, ständig. Also wir waren mit der Bergrettung, haben wir Probeeinsätze gehabt und haben da auch die ganzen Ergebnisse einfließen lassen, dementsprechend das dann verändert und so in die Serie übernommen. So, ich zeige es mal gerade von vorne, dass man das sieht. Es sieht sogar noch schick aus. Wenn man das sieht, wenn man sowas auf die Straße lässt, hat jetzt Straßenzulassung und man fährt damit mal zum Beispiel einkaufen im Lidl. Wie ist da die Reaktion? Also das Ding wird oft fotografiert und gefilmt und es ist auf jeden Fall sehr aufmerksamkeitsfördernd für denjenigen, der es gekauft hat. So, wir zeigen mal gerade die Seitenwände. Was ist das für Material? Ist das? Das ist Alu-Verbundplatte, sehr leicht, extrem stabil, ist isolierend und eigentlich ein richtig high-tech Teil. Die Frontscheibe, was ist das? Ganz normale Frontscheibe, wie man es vom Automobilbereich auch raus. Glas? Ja, VSG. Okay, das ist wichtig. Also da kratzt nichts, weil es kann ja immer mal was draufkommen. So, und ist das jetzt die Version 1.0, die ihr gebaut habt, oder ist das schon eine Weiterentwicklung? Also
So wie es jetzt hier steht, ist das ein Serienfahrzeug. Also jedes Fahrzeug, das man kauft, wird genauso gebaut. Preis, was kostet sowas, wie es hier steht? Also der Einstiegspreis ist ungefähr bei 83.000. Ja, das geht doch noch, oder? Wenn man das sieht. Also hier komme ich ja auch auf Wegen durch. Die Breite, was habe ich? Wir haben ungefähr Breite von 1,53 Meter, das heißt Durchfahrtsbreite 1,60 Meter circa. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du kommst auch zum Beispiel Wanderwege hoch. Ja. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, wo du irgendwie kommst. Der Einsatzzweck Ausland, hat das schon Interesse gezeigt? Ja, also Ausland ist auch mittlerweile sehr interessiert, also so wie Schweiz oder die Emirate haben wir jetzt ein paar Mal schon gehabt. Niederlande waren da, Österreich natürlich und alles, was eigentlich so um Deutschland rundum ist. Und jeder, der mittlerweile weiß, was an Legalität und was man an Zulassung eigentlich braucht, damit man sowas fahren darf, der da drauf Wert legt, ist bei uns jetzt auf der Liste. Okay, das Einzelabnahme ist es hier wahrscheinlich. Das heißt, die gucken sich die an oder wie läuft das? Also wenn der Kunde... Oder COC habt ihr? Ja, wir haben jetzt CC. Ja, ein COC? Ja, wir sind Automobilhersteller. Wow, ich bin begeistert. So, ich gucke mal gerade unten drunter, dass wir das mal sehen. Also es ist eines der spannendsten Konzepte, die ich hier gesehen habe auf der Messe. Es ist so unauffällig. Ihr habt ja hier so, ich zeige das mal gerade, hier so einen Stand, da steht so ein Auto. Und ich glaube, die meisten Leute, die verwechseln das mit was anderem, also mit irgendwelchen Golfkarts oder so. Leider. Das haben wir schon immer wieder, dass die dann meinen, ja, das ist nur irgendwie so ein bisschen zusammengespackst, aber steckt richtig Arbeit und vor allem Zulassung und Crashtests dahinter und das ist 3 Jahre Entwicklung. Das Fahrwerk, was ist da drin? Fahrwerk. Genau. Es ist nicht so schlimm, es funktioniert auf jeden Fall. Ja, also Über Stock und Stein mal gefahren, über den Baum? ständig. Also wir haben die 3 Jahre haben wir das Teil extremst getestet und teilweise machen wir mehr, wie man hätte sollen. Ja, aber es ist solide und hat bisher uns noch nie im Stück gelassen. Ein Stahlrahmen außenrum? Der Stahl, also der Aufbau ist Edelstahl und pulverbeschichtet. Also das heißt mit Rost. Der kann sich überschlagen. Das ist das Garage getestet und alles safe. Super safe. Ja, ich glaube es ja. Ich bin nur total begeistert, was das für ein Aufwand ist. Klar, man sieht oft so diese L7E, die aus China kommen, die kennst du ja auch, die Leichtbau und so weiter. Ja. Der Tank, wo werden die betankt eigentlich? Also der Tank ist auf der Vorderseite, da ist dieser Deckel drauf. Ja. Der muss abgenommen werden und dann kannst du tanken und der Deckel muss auch wieder drauf, sonst kannst du nicht fahren. Das ist so ein Sicherheitskonzept, das man halt einfach, das uns auferlegt worden ist, das wir verbauen zu müssen. Da vorne steht es, Edelstahlverarbeitung Bogner GmbH. Wo seid ihr her? Niederbayern, Straubing-Bogen. Nee, aber was habt ihr vorher gemacht, bevor ihr Fahrzeuge gebaut habt? Also wir haben, wie man da schon gelesen hat, aus der Edelstahlverarbeitung raus und haben ein bisschen so Prototypenbau gemacht und auch Aluminium und Ausbauten für die Feuerwehr und so ist dann quasi eins ins andere gekommen. Aber irgendwann muss da einer mal auf die Idee gekommen sein, dass er gesagt hat, ich brauche so ein Auto. Ja, also die Anfragen sind da gewesen und das Problem ist, am Markt hat es nichts gegeben und dann haben wir gesagt, gebt uns bitte das, was ihr haben wollt und wir schauen, ob wir es umsetzen können. Und dann ist ein Konzept gemacht worden und so ist es dann gestartet. So, und die Beklebung, die kann ich ja wählen, wie ich will. Ja. So, da kommt's. Ja, ich bin total begeistert. Dein Name? Joe Joe. Nachname? Bogner. Joe Bogner. Der Chef persönlich ist hier. Also tolles Konzept, Airline-Schienen obendran. Das ist alles da. Wenn man das sehen möchte, kann man Probefahrten bei euch machen? Ja, also natürlich, es ist möglich. Bei uns melden und dann kriegt man bestimmt einen Termin für uns. Wir sind auf der Redmobil. Heute ist der 10. März 2023. Ich nenne es mal der kleinste echte Rettungswagen der Welt. Zumindest mal Allrad, ja, so kann man sagen. Mit allem drum und dran. ATSC heißt die Firma und ich glaube, man wird noch viel von dir hören. Dankeschön. Tschüss, danke.